Guten Morgen und herzlich willkommen zum vierten Tag unserer Reise und dem zweiten bevorstehenden Tourentag hier auf Sardinien. Wir haben gerade ausgecheckt. Wir sind in Tortoli an der Ostküste Sardiniens, circa auf mittlerer Höhe. Und wir werden heute noch ein bisschen weiter Richtung Süden fahren. So, der erste Tankstopp des Tages. So, was habe ich denn für eine Nummer? Weißt du das? 4. Sagst du einfach. Also die hier, oder? Ja. Aber das ist hier nicht 4. Mein Freund. Das ist 3. Kurat, scheiße. Nein. Da steht auch nur 3 drauf. Kann doch nicht wahr sein. Hier steht hier nur Diesel. Quattro? No, 3. Ah, 3. Ah, ja. Okay, machst du erstmal. Diesel? Diesel, ja? Diesel, ja, sì. Por ti Diesel, ja? Anche for me, diesel. Diesel. Mira, poquito inglés, no? No, Okay. no. So, Yo un 1, 2, 3 Euro in numero 4. No mi... Ciao. No, für mich, spento. für dich. Spento. Komm du hier. E anch'io devo passare lì, eh. For me? Ja, für dich. Ich versuche gerade mit ihm einen Tauschhandel zu machen. Mal gucken, er braucht Diesel. So, herzlich willkommen beim Tankservice Müller. Ciao. So. Was heißt denn 15? Quanti euro? 15? 15. 5. Exaktamente. Ah, habe ich Glück gehabt. Dieses System in Italien ist nicht mein System, muss ich sagen. Ich möchte gerne einfach voll machen. Ja, Mi sposto. okay. Aber er wollte sowieso nur wenig tanken. Wahrscheinlich haut er jetzt ab, ohne zu zahlen. Ich muss jetzt erstmal meine Schulden hier einschreiben. E Germania e Italia sono un po'... Germania e Italiano sono Ah, un perfetto. po'... Ok? Mille grazie. Ciao. So, jetzt kann ich richtig tanken. Nummer 3. Deve mettere... Nummer 3, danke. Ja, so kann sich auch eine Fahrt leicht verzögern. Nummer 3. Ey, der nimmt den 10er nicht. Der hat mir wahrscheinlich eine Blüte angedreht. Ah. Ja, aber das tut mir leid. Ja, wir haben es ja zum Glück gelöst. Guck mal, kaum sind wir hier, ist es Stau an der Tankstelle. Samstag früh. So. Weiter geht's. Haben wir alles? So aus. Ah, da seht ihr schon die Berge vor uns. Jetzt kommt auch nochmal ein Regen. Ein guter Regen. Schnell machst du. Bestimmt nur ein ganz kurzer Schauer. Bestimmt. Ja, und für alle, die mich immer wieder fragen, wegen der iPhone-Halterung, wie machst du das denn mit der
Wasserdichtigkeit. Ich lasse es einfach leicht berieseln. Solange jetzt kein Hurricane runterkommt, hält das iPhone hinter der Scheibe schon ziemlich viel Wasser ab. Habe ich es rausgelassen, jetzt hört es auf zu regnen. Und man sieht auch, wie schön die Wolke an uns vorbeiziehen. Nur, tatsächlich, wir fahren noch komplett von der Wolke weg. Na gut. Weiter. Mit Handschuhen ist es ja eh viel sicherer. Also jeder zu Hause dürfen natürlich nur mit Handschuhen fahren. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Dorf in den Bergen und das hier ist unser Hotel. Ihr seht, es ist alles zu, aber seht selbst, wie es ausschaut. Das Casa Camilla ist ein mit Liebe renoviertes, altes, typisches Dorfhaus in einem Dorf, wo eigentlich nicht viele Leute durchkommen. Das Frühstück von unseren Gastgebern Luca und Romina war das Beste unserer gesamten Sardinienreise und das für gerade mal 30 € pro Kopf. Also hier gibt es so einen Raum für die Allgemeinheit. Hier gibt es auch morgen früh dann das Frühstück drin. Und hier seht ihr unser Schlafzimmer für heute. Kuschelig, aber mit Klimaanlage und ein kleines süßes Bad dazu. Also mit ganz viel Liebe von ihr gemacht. Und ja, hier seht ihr nochmal raus auf die Straße, wo wir gerade waren. Also hier können wir bleiben und wir fahren jetzt erstmal an den Strand. Ah ja, danke für die Info. Heiß ist es, wahnsinnig heiß. Erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich abends unterwegs bin. Geben wir mal was. Ciao, ciao. Richtig! Hier sind wieder krasse Randfahrer. Richtiger Riechinger, alter Schau. Es ist halt richtig aufgeregt gerade. So, wir packen es, wir fahren zurück ins Hotel. Ungefähr 30 Kilometer von hier, deswegen ich ziehe mir jetzt auf jeden Fall mal eine lange Hose an. Hast du eine dabei? Nein. Oh ja, sehr gut. Okay. Wir sagen dann Servus und Baba. Servus.